Herzlich willkommen zum 5. Teil der Schwingungsanalyse. In diesem Video sehen wir uns an, wie wir die Ergebnisse aus dem vorherigen Video noch besser nachvollziehen können. Dafür gibt es die Funktion der Ergebnisnachverfolgung, das sogenannte Result Tracing. Als erstes dupliziere ich den Teddy-Task und will den umbenennen in drittinduzierte Schwingung Tracer und ich schiebe ihn nach ganz unten. Jetzt per Doppelklick öffnen. Und ja, ich möchte die Berechnung unverändert lassen. Allerdings kennen wir ja nun bereits den Knoten mit dem größten Antwortfaktor. Das war der Knoten 2823. Und genau für diesen Knoten will ich jetzt die Ergebnisnachverfolgung aktivieren. Als erstes lösche ich mal diese Zeile und stelle den Cursor auf FFRN und drücke die F1-Taste. Da kommt unsere Hilfe. Damit wir mit den Ergebnissen dieses ersten Teddy-Tasks nicht durcheinander kommen, ändere ich jetzt hier in dem neuen Teddy-Task den Speicherort von 30.000 auf 40.000. So, schauen wir uns die Zeile FFRN an. Hier hatten wir ja festgelegt, dass als Antwortorte die Knoten der Quad-Elemente aus der Gruppe Nummer 20 gewählt werden sollen und wir hatten dafür einen Ziel-Antwortfaktor von 4,0 definiert. Jetzt wollen wir als Antwortort nicht mehr eine Gruppe haben, sondern Node, also eine Knotennummer. Und hier trage ich jetzt unseren Knoten mit dem größten Antwortfaktor ein, 2823. TRF 4,0 lassen wir unverändert und dahinter hängen wir nun Track, also Result, Tracing und Yes an. Das war es schon. Jetzt können wir den Task berechnen lassen und uns das Ergebnisprotokoll ansehen. Hier unten schließt sich nun ein neues Kapitel an, die Ergebnisverfolgung. Hier taucht jetzt unser Knoten 2823 auf und wir sehen wieder die beiden Analysen, Resonanzanalyse und transiente Analyse. Maßgebend war die Resonanzanalyse, also schauen wir da rein. Ja, hier sehen wir nochmal die gleichen Ergebnisse wie zuvor, die maximale Antwort und die zugehörige Grafik. Jetzt wollen wir aber wissen, wo kommt denn dieses Ergebnis von 5,156 für den Antwortfaktor RFZ genau her? Um das nachvollziehen zu können, folgt hier als erstes eine Tabelle mit den modalen Antworten. Wir sehen, die Tabelle endet hier bei Mod Nummer 10 mit 14,862. Warum endet das hier? Naja, weil im CCEP steht, ich blende das nochmal ein, dass alle Moden mit Frequenzen bis 15 Hertz potenziell beitragen können und daher bei der Berechnung berücksichtigt werden sollen. Die 11. Mode bei uns lag bei 15,05 Hertz und somit über 15. Gut, aufgelistet sind die Frequenz, die modale Dämpfung, die generalisierte modale Masse, der Eigenwert am Antwortknoten und der Eigenwert am
Erregerknoten. Diese beiden sind jeweils gleich, da wir uns immer noch in der lokalen Anregung, also der Selbstanregung, befinden. Als nächstes sehen wir die Tabelle der harmonischen Belastung. Die harmonische Nummer 1 hat die maximale Schrittfrequenz, in unserem Fall also 2,45. Das war das da. Und die zweite, dritte und vierte harmonische haben entsprechend den 2-, 3- und 4-fachen Wert. Wir sehen, die gemäß Tabelle 4.3 berechneten harmonischen Kräfte groß FH, und mit diesen Werten geht man dann in die Formeln für die Berechnung der realen und imaginären Komponenten für alle 4 harmonischen. Ich blende hier die Formeln mal ein. Das hier ist also die realen und imaginären Komponenten. Dann werden die beiden Komponenten für alle, in unserem Fall 10 Moden, aufsummiert. Das ist hier Gleichung 4,5. Anschließend wird die Gesamtbeschleunigungsantwort gemäß 4,6 hier gebildet. Das wäre also 0,00213 Quadrat plus 0,00003 Quadrat, und aus der Summe die Quadratwurzel ist gleich 0,00213. Das wird für alle 4 harmonischen berechnet und dann über die Gleichung 4,7, die blende ich auch mal hier noch ein, über die Gleichung 4,7 kommt man zu den 4 Antwortfaktoren hier der 4 harmonischen. Mit diesen 4 Antwortfaktoren erhält man dann den Gesamtantwortfaktor gemäß Gleichung 4,8 als Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate, englisch SRSS, also das Quadrat hier plus das zum Quadrat plus das zum Quadrat plus das zum Quadrat, und aus der Summe die Quadratwurzel ist gleich 5,15611. Ja, und das ist ja genau der Wert von hier oben, den wir nachvollziehen wollten. Wir können feststellen, dass der größte Beitrag zum Antwortfaktor von der 4. harmonischen herrührt, insbesondere von der 1. Eigenmod. Und dies bestätigt das zuvor ermittelte Resonanzverhalten bei 2,45 G-Frequenz, da die 4. harmonische mit 9,8 Hertz mit der 1. Eigenmode quasi übereinstimmt. So viel zum Thema Result Tracing. Bisher haben wir uns die ganze Zeit mit der Selbstanregung, also der lokalen Anregung, befasst. Im nächsten Video werden wir die Ergebnisse der Vollanregung untersuchen. Bis dann.